Porsche Targa 992 GTS 4. Ein absoluter Hammer, wir werden es gleich mal zeigen, denn dieses Verdeck hier, das ist pure Ingenieurskunst und wir haben gleich 3 Personen, die das Fahrzeug am liebsten sofort mit nach Hause nehmen würden, aber er ist verkauft. Ich grüße dich, Michael. Hi, servus Sven, grüß dich. Du bist der? Michael Theisen. Ja, und du? Ich bin der Ruven Willkommen. Hi. Du bist ganz neu hier dabei, oder? Oh, seit Mai bin ich da, ja. Seit Mai. Porsche verkaufen, ist das was Angenehmes? Auf jeden Fall. Ist Warum? ein Traum. Ne? Sehr individuell, was man alles mit den Kunden machen kann. Unfassbar sportliche und geniale Fahrzeuge. Von daher, was Besseres konnte mir nicht passieren. Ja. Aber der Porsche-Konfigurator bedeutet aber auch, man muss genau wissen, was man tut, weil wenn man Sachen vergisst, schlecht, oder? Das ist richtig und der Konfigurator ist auch deutlich aufwendiger gegenüber anderen Konzernen. Von daher muss man sich da schon reinfinden. Ja. Ja, Porsche hat unglaublich viele Linien. Du kannst sogar noch diesen Porsche in einer speziellen Abteilung nochmal veredeln danach, oder? Das geht alles in der Exclusive-Manufaktur und da bleiben keine Wünsche offen. Ne? Ja, hier ist noch jemand ganz wichtiger. Ich grüße dich. Hallo Sven. Du bist der? Stefan Konz. Ja, Stefan, ich kenne dich auch schon seit über 10 Jahren. Auch du bist zu Porsche gekommen. Du bist jetzt 2 Jahre hier? Ja, genau. 2 Jahre. Ja. Und? Schön? Super, super. Ja, da ist es. Also, wir drehen wieder eine neue Staffel. 10 Drehtermine sind vereinbart. Und ich drehe mal mit dem Michael mal das Video. Wir werden uns abwechseln in den Videos. Sowohl der Ruven als auch der Stefan. Stefan wird uns zur Verfügung stehen. Das ist dein Büro, Ruven? Da sitze ich, ganz genau. Du hast ja schon gesagt, viele Angebote werden dann rausgeschickt. Ich danke dir erstmal, dir und Stefan. Und wir zeigen mal den Mechanismus. Das letzte Mal haben wir das Dach auf und zu gemacht. Ja, ja, bitte, mach. Das ist es. Die Farbe, Name? Oder ist das eine Sonderlackierung hier? Nein, das ist Aventurin-Grün. Aventurin-Grün. So ist es drauf. Und das Ganze kann man per Fernbedienung machen. Wir können es per Fernbedienung machen. Die Zündung ist an, die machen wir noch kurz aus. Ja, die Zündung ist an. Da geht es natürlich nicht mit der Fernbedienung, wenn die an ist. Aber das Besondere an dem Dach ist, die Technik funktioniert. Es gibt da keine Probleme. Genau, also das ist natürlich aufgrund der Glaskuppel hinten nur im Stand möglich. Bei unseren Cabrio-Modellen kannst du es ja mittlerweile schon bis über 60 km/h machen. Hier muss das Auto stehen, aber du siehst ja, es geht relativ schnell. Von daher schon ist es abgeschlossen. Jetzt auch schön hier bei den 992-Modellen mit dieser Privacy-Glas-Kuppel. Also auch jetzt mal schwarz. Die war ja früher immer durchsichtig, also normales Glas. So sieht er schon richtig böse aus, finde ich. Das steht ihm gut. Das ist so. Das ist eine richtige Wertanlage, muss man sagen. Der, ich sag mal, Vorbesitzer hat das Fahrzeug hier gerade nochmal bestellt? Nein, der hat das jetzt erstmal abgestellt, aber wie du sagst, also im Moment der 11er, es gibt lange Lieferzeiten auf die Fahrzeuge, egal ob Coupé, ob Cabrio, ob Targa. Es ist ästhetisch, man sieht es ja auch nochmal, gerade der 992, jetzt schon, glaube ich, circa 2 Jahre auf dem Markt. Ein wahnsinnig tolles, zeitloses Auto, ist nochmal so modern geworden, auch gerade von der Heckpartie, die du jetzt filmst. Einfach genial, gell? Die machen das sehr, sehr dezent, muss ich sagen. Also man sieht wirklich jetzt praktisch der Modellwechsel 991, 992 war für den Profi natürlich sofort zu erkennen, aber für den Laien, man fährt immer noch ein aktuelles Auto beim 991. Genau, also du wirst nicht in den Schatten gestellt, das ist eigentlich das Schöne bei Porsche, egal ob es jetzt ein 11er ist oder der Macan. An vielen kleinen Facetten wird das Auto verändert. Jetzt muss man sagen, beim 992 gab es natürlich ganz viel unter der Haube, der Motor ist etwas mehr nach vorne gerutscht, obwohl es natürlich nach wie vor ein Heckmotor geblieben ist, damit das Auto einfach noch stabiler auf der Straße liegt. Und ansonsten im Innenraum hier beim 992 ist natürlich ein riesen technischer Sprung, gerade gegenüber dem 991 passiert. Ne? Ja, das werden wir gleich mal sehen. Ihr habt Mischbereifung drauf, das heißt also hinten größer wie vorne. Mischbereifung und auch hier die Mischzollbereifung, genau. Das heißt hinten immer eine Größe größer wie vorne. Also jetzt in dem Fall, glaube ich, haben wir 21, 20. 21, ja, genau. Und vorne 20. Das hat den Vorteil, ihr hattet das, glaube ich, vorher von der Breite her, war das, glaube ich, den Vierer-Modellen vorbehalten, das Breite hinten, oder? Also das Breite hinten ja schon immer, wobei diese Mischzollbereifung, die gibt es jetzt in Serie, sage ich mal, jetzt erst, dass hinten ein größeres Zoll wie vorne ist beim 992. Ist jetzt erstmalig. Ne? Das heißt, wenn ich also jetzt so drauf schaue, dann sehe ich es nicht direkt. Das Erscheinungsbild nach wie vor mit den 4 Punkten habt ihr schon lange, oder?
Die 4 Punkte sind geblieben, jawohl, sie sind etwas böser geworden, sage ich mal. Das sind jetzt nicht mehr die 4 Punkte, sondern mit diesem Scheinwerfer, den wir jetzt haben, das ist der Matrix, den du jetzt gerade abfilmst. Also das heißt, da sind über 80 kleine einzelne LEDs drin, die könnten sozusagen Hallo vorne hinschreiben. Ja? Also du kannst die LEDs einzeln ansteuern, aber das ist halt ein super tolles Fahren bei Nacht, weil du hast Dauerfernlicht und die Kamera, die hier oben an der Spitze von der Scheibe liegt, dieses kleine Dreieck, genau, das ist die Kamera, die ist dafür zuständig, Verkehrszeichen zu erkennen und auch entgegenkommende Fahrzeuge. Deswegen ist die relativ oben oder weit oben angeordnet, ne, dass sie auch über die Leitplanke hinaus sieht und die würde dann genau das Auto, was dir entgegenkommt, schwarz ausblenden, dass der Fahrer nicht geblendet wird und trotzdem hast du rechts und links von dem Auto ein wahnsinnig tolles Licht. Ne. Ja, Ingenieurskunst, wird der in Deutschland gebaut? Natürlich, der kommt aus unserer Schmiede in Zuffenhausen. Ne. So, die Radarsensoren, wo sind die denn? Also wir haben hier unten das Radarauge unter unserem Kennzeichenhalter, ganz genau. Ja, das ist unser Radarsystem. Die Parksensoren, das sind die rechts und links vom Kennzeichen, beziehungsweise was auch schon in die Seite geht. Aber das macht mittlerweile auch nicht jeder Hersteller. Also was heißt mittlerweile? Es macht noch nicht jeder Hersteller, der mit Radartechnik arbeitet. Da gibt es viele namhafte, die das nicht verbauen. Die arbeiten mit den Parksensoren. Aber wir haben das Radarsystem drin und das Radarsystem ist halt einfach zuverlässiger und kann viel weiter vorausschauen wie ein normales PDC-System jetzt. Ja, ich habe ja ein Fahrzeug aus dem Volkswagen-Konzern. Das kann per Tastendruck automatisch den Abstand halten und das Fahrzeug eiert nicht von links nach rechts, sondern er hält es in der Mitte. Ist das hier auch möglich? Aktiv? Genau, das ist da auch möglich. Das war bei dem Vorgänger noch nicht möglich, aber der 992 packt das. Ne? Also ich habe viel mehr Sicherheit. Genau. Du hast auch dieses Radarauge vorne. Ne? Das hast du auch. Habe ich auch drin. Es gibt Momente, ich erlebe es ja oft in Verkaufsgesprächen, wo die Kunden sagen, ach nee, das brauche ich nicht, Abstandsregelthermostat und so. Sensationell. Ja, der eine fährt mehr damit, ich fahre weniger. Ich bin auch jemand, der weniger damit fährt, aber du erwischst dich immer mal, dass das Auto eingreift. Ja, bei ganz kleinen Momenten, wo du denkst, ja, okay, ich hätte jetzt auch gebremst, aber viel später wäre es vielleicht doch knapp geworden. Und das muss ich schon sagen, ist wirklich sensationell gut. Also die Sicherheitstechnik, Spurhalteassistent, was du eben erwähnt hast, der hat den Totwinkelassistent drin. Also er misst auch immer nach hinten, kommt ein Fahrzeug. Ist wirklich interessant. Ne? Mach mal auch vorne, dass wir mal drunter schauen, denn das Fahrzeug ist aus Alu eigentlich? Ja, mittlerweile hat die Karosserie ganz viele Metalle an Bord. Ne? Also es ist ein Multimaterialmix, so nennt man das. Deswegen, es gibt teilweise, je nachdem, was für ein Unfall passiert mit so einem Fahrzeug, darf gar nicht mehr jedes Porsche-Zentrum an so einem Fahrzeug arbeiten, weil das muss wirklich in eine Spezialwerkstatt gehen. Das liegt daran, dass das Auto immer leichter sein soll, aber natürlich an Sicherheit und Zuverlässigkeit, Schutz nichts verlieren darf, also keine Nachteile eingeht. Das erreicht man ganz gut, wie gesagt, selten, dass es dazu kommt, dass es zu einer Spezialwerkstatt geht, aber hier oben natürlich Alu jetzt, wo du gerade hinfilmst. Ne? Was, glaube ich, ganz wichtig ist, die Bauteile werden immer steifer. Also man merkt das dadurch, dass die, glaube ich, in heiße Pressen eingeleitet werden. Also ich habe das mal gesehen, da gibt es also Pressen, die werden erhitzt, richtig heiß und dann wird eingepresst, wodurch wird das Ganze sehr leicht. Was wiegt der denn ungefähr hier? Sind wir bei 1100? Ja, also wir sind schon so um die knappe 1400. Das Getriebe hat beim 992 doch ein bisschen zugelegt, weil es hybridbereit ist, wobei der Hybridantrieb hier jetzt in der Generation 992.1, so nenne ich ihn mal, also die aktuelle Serie, da wird es noch nicht zu diesem Hybrideinsatz kommen. Ne? Beim nächsten sei es dahingestellt, kann gut sein, aber hier hat man halt das Getriebe bereit gemacht, zumindest mal für Hybrid. Ne? So, hier vorne sehen wir, das sind Stoßdämpfer aktiv. Genau, aktive Stoßdämpfer, da geht auch ein bisschen Elektronik rein. Natürlich sind auch hier Sensoren, die das Ganze überwachen, weil selbst wenn du im Komfortmodus bist und das Auto sagt, jetzt ist hier viel Kurven, also Neigung rechts, links, würde der automatisch das Ganze ein bisschen scharf, ein bisschen härter stellen. Normal guckt man weniger unter diese Klappe, aber das ist eins der wenigen Sachen, die du hier eigentlich nur siehst beim Elva. Wir können nachher auch mal hinten reinschauen. Weil ganz viel ist versteckt. Hier vorne sehen wir wenigstens ein bisschen was, Bremsflüssigkeit, solche Sachen, ne? Klimakompressoren, solche Sachen sind hier weitestgehend noch möglich, dass du daran arbeiten kannst in der Werkstatt. Das meiste wird dann natürlich von den Jungs drin, teilweise von unten gearbeitet, wenn er mal bei uns in der Wartung ist oder hinten von der Heckpartie wird die Stoßstange halt demontiert. Ne?
LED-Matrix ist ein Riesengewinn. Das heißt, er blendet kommende Quellen aus, sodass sie nicht geblendet werden. Ansonsten für Leute, die vielleicht nicht mehr ganz so gut mit den Augen sind, aber es hilft jedem, oder? Die meisten bestellen es? Ja, es ist ein System, was nicht ganz günstig ist, also was immer noch so um die 2.000 bis 3.000 Euro liegt, weil es gibt den einmal in ganz schwarz, den Scheinwerfer, so wie der hier jetzt gerade ist. Aber es ist natürlich schon ein Highlight, ne? Wie du gerade sagst. Es ist ein wirklich wahnsinnig tolles Licht. Und auch hier muss man sagen, so kleine Spielereien, ne? Dieser Porsche-Schriftzug an der Seite, Ja, der dann nochmal, wenn das Auto aufmachst im Dunkeln, wo halt angestrahlt wird. Ja, das sind halt so die kleinen Details, ne? Dieses Auto nochmal. Mach mal zu bitte, nochmal hier. Dass wir einmal kurz zeigen. Also die Abdeckung, da käme der Kunde ran, theoretisch? Hier kommt der Kunde ran, wir zeigen es in der Auslieferung immer, weil es ist ja doch mal wichtig. Vielleicht muss er es an die Batterie anklemmen, für im Winter das Auto ein bisschen einzumotten, sage ich mal. Ne? Wenn er auch noch, Die abzuklemmen, die Batterie. genau, also abzuklemmen, das darf man nicht. Ja, das ist schlecht, oder? Ja, da ist heute so viel, hier ist ja alles angelernt. Ob das der Drucksensor ist, abklemmen ist immer schlecht. Wenn Nicht abklemmen, okay. Nicht abklemmen, das Ladeerhaltungsgerät dran und dann ist das relativ easy, weil du hast so ein paar Noppen dran an diesem Fahrzeug und du siehst ja diese orangen Laschen da vorne, die zwei. Da kommt das rein. Genau, und da wird das einfach drüber gelegt, dass das quasi hier... Nee, stopp, hier ist nicht. Warte, das machen wir. Drüber oder drunter? Drüber, ja. Genau. So, ne, und dann kannst du das reinschieben. Hier, jetzt sind wir auch drunter. Und dann? Und dann wird das einfach nur festgedrückt. Hier sind wir nicht dran. Aber jetzt. Und dann wird das hier überlappt. Das ist immer ganz wichtig. So, einmal drüber machen, damit es nicht reinregnet. Mach mal zu, bitte. Das sind 2 Gasdruckdämpfer, die halten das Ganze. Es gibt Koffersets. Der Kofferraum ist identisch mit jedem Elva, oder? Der Kofferraum vorne ist immer identisch, gibt es keinen Unterschied. Selbst der 718 hat die gleichen Abmaße vorne. Das heißt, die Koffer, die du bei uns kriegst, passen da optimal rein. So, das Verdeck, das ist ja eine Riesensache. Was sind das denn für Typen, die Targa kaufen? Sind das so absolut verliebte Technikfans, weil das Dach ist ja schon ein Hammer, oder? Ja, aber es sind ganz unterschiedliche Typen oder Typinnen. Also das ist... kannst du so nicht festmachen. Ne? Aber ich meine, du bist jetzt in der Beratung, ihr habt ja mehr als einen Porsche. Ihr habt allein im Bereich Elva, wie viele verschiedene Typen gibt es da? Ein Cabrio? Genau, Cabrio, Coupé und den Targa dementsprechend. Ne? Du hast die Kunden, die einen Targa kaufen, sind entweder 100% überzeugt davon, dass sie einen möchten, oder es sind diejenigen, die sagen, sie sind sich nicht ganz sicher, will ich ein Coupé oder ein Cabrio. Weil der Targa, jetzt unter uns, ist ja nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja? Er ist kein Cabrio, er ist aber auch kein Coupé. Ich hatte ja kein Cabrio, weil das Cabrio hätte ich nicht benutzt. Du hast das Coupé gehabt. Nee, ich hatte, genau das Coupé. Aber hier habe ich beides. Hier hast du beides, genau. Aber natürlich, ich sag mal, durch diese seitlichen Laschen, die ja nachher aufklappen. Hier vorne gibt es auch so einen kleinen Spoiler, den muss man immer mit ein bisschen Druck kann man den lösen. Man muss halt schon, je nachdem, welche Geschwindigkeit man fährt damit, ist der hier ganz sinnvoll. Dann kommt es nicht zu diesem Poltern im Auto. Ne? Aber das hast du beim Cabrio nie. Beim Cabrio kannst du ja fernab der 200 offen fahren. Ja? Echt? Das geht? Natürlich, aber hier kommt es dann schon zu Verwirbelungen. Ja? Krass. Aber es ist natürlich, wie du sagst, designtechnisch einfach ein wahnsinnig tolles Auto. Der sieht aus wie neu. Der ist ja jetzt gebraucht. Was hat denn der drauf? Er hat nicht viel. Ich glaube, er hat 4.000 oder 5.000 Kilometer. So, also der wurde gepflegt. Alter? Alter ist jetzt circa ein Jahr alt. Ein Jahreswagen. So, hinten, kann man hinten irgendwas sehen eigentlich? Wenn wir hier... Es gab ja früher Motoröl, gab es noch. Ja, das... Mal gespannt. Wie krass. Heißt, du kannst das Dach ja leicht anheben. Was hast du getan? Jetzt haben wir die Motorhaube aufgemacht. Nee, das ist die Motorhaube. Ja, in Anführungsstrichen. Hier siehst du jetzt einmal Kühlflüssigkeit, nebendran für Öl nachzufüllen und alles andere ist abgedeckt. Ne? Also da sind die Belüftungen. Das ist Subwoofer hier, ne? Ja, genau. Echt? Neben dem Öl. Ist es echt Subwoofer? Nein, hör auf. Das ist die Belüftung für den Motor. Darüber saugt er an. Das ist kein Subwoofer. Nein, Gott. der ist an einer anderen Stelle verbaut. Den sehen wir nicht. Sehen wir nicht, okay. Aber wenn es gerade offen ist, können wir hier auch gut. Also hier siehst du immer noch den Vorteil. Also reinigen ist besser. Auch, ja, reinigen ist das eine, aber auch hier, ne? Du kannst es rumklappen. Es ist dann gut belastbar. Für auch mal noch einen Koffer draufzustellen. Also nicht nur vorne rein, sondern auch hinten passt noch einer rein. Aha.
Und auch schön, wie das Dach jetzt hier drin liegt. Ne? Notsitze sind für Kids natürlich ein Traum, die können mitfahren. Genau, man sieht ja die Schale hier vorne. Ne? Also es sind so 2 Sitzschalen drin. Ich mache das hier mal gerade ab. Darunter ist auch noch dieses Isofix. Isofix hinten geht. So diese Lasche, genau, die haben sie immer serienmäßig. Also die Sitze hinten, die haben immer serienmäßig Isofix. Ne? So, also falls die Kinder mal ein bisschen Europapark spielen wollen, da Achterbahn, dann kann man das machen. Die Fahrwerte, ist das okay bei dem Auto? Wie meinst du? Schnell? Natürlich, also du bist hier sehr schnell unterwegs. Es ist ein GTS, er hat 480 PS. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes, extrem sportliches Auto und vor allem, ich sage immer, die GTS-Serie, ob du es jetzt an den Felgen so ein bisschen festmachst, das sind jetzt Felgen in schwarz-matt, die kriegst du so erstmal nicht beim 11er. Die sind dann für den GTS vorgesehen, auch innen drin. Wir haben jetzt hier der Vorbesitzer, der hat jetzt hier diese, ja, ich sag mal, Volllederausstattung gewählt, aber ja, reinrassig hier, Carbon, viel Alcantara in der Regel. Du kriegst es weg, wie gesagt, mit einer Volllederausstattung kann man das alles nochmal, die Einstiegsblenden, das sieht Toppen. auch nochmal, kannst es toppen in Anführungsstrichen. Also Alcantara bzw. Racetex lautet es ja mittlerweile, weil es ein chemisch hergestelltes Produkt ist. Also Alcantara als solches gibt es nicht Bio. mehr. Bio-Alcantara, genauso können wir es auch nennen. Racetex hört sich da besser an. Ja, das ist meiner Meinung nach auch sehr angenehm. Ich mag es sehr. Viele sagen, nee, ich möchte es nicht. Dann haben wir aber die Möglichkeit, auf Vollleder zu gehen. So, wir gehen gleich mal rein, gucken uns mal ein paar Sachen an. Mach nochmal auf und zu bitte nochmal. Das haben wir das letzte Mal auch gemacht. Ja. Ach, das ist die Klappe, die du hier ziehst. Genau, hier kann ich einmal entweder den Heckdeckel öffnen, um Ja. in dem Moment, aber den brauchst du wirklich nur hier drüber zu öffnen, wenn du mal an Motoröl ran möchtest. Und die vordere Taste ist halt für den Kofferraumdeckel vorne. Ne? Sensationell. So. Boah, es ist nämlich so schön. Und es bedeutet, ich kann das aber nicht während der Fahrt, oder? Nein, während der Fahrt nicht. Das funktioniert nicht. Da kommt nur ein Schlag irgendwo auf der Straße und schon hätten wir das Problem, dass da hinten, du siehst ja gerade die 2 Bügel, die rechts und links rausklappen, die dürfen keine Schläge abkriegen. Aber es geht ja entweder im Stand oder jetzt wie hier von der Fernbedienung. Da muss man aber auch innerhalb von 2-3 Meter ums Auto bleiben, aus Sicherheitsgründen. Kann ich das an der Ampel machen? Ja, es ist eine Sache. Wir haben jetzt nicht mitgezählt, aber aus dem Bauch raus vielleicht 10 Sekunden. Ja. Also wenn der Motor läuft, geht auch. Genau. Mach nochmal auf. nicht, dass die Batterie leer ist, oder? Nee, ist ein Ladegerät Er ist dran. angeklemmt. Er sollte es mitmachen. Da könnte ich stundenlang gucken, wie das hier aufgeht. Da haben doch viele Leute Angst. Die sagen, hey, wieder mal irgendwas, was kommt. Aber du sagst, wenn Porsche was baut, dann hat das Hand und Fuß. Ja, also wenn man jetzt, ich sag mal, gerade unsere 11er Kunden, das ist ja mit dem Auto hier sind wir ja damals auf den Markt gekommen. Also hier machst du einen Ölservice, hier sehen wir uns zum Räderwechsel, aber dass hier jemand sagt, Mensch, wir haben Probleme mit dem Verdeck, mit der Elektronik, wüsste ich jetzt nicht. Ne? Wie bei den LKWs, ja, die gehen auch nicht mehr kaputt, wenn da ist ein Reifenschaden. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Genau, dann hast du einen Reifenschaden. Hier auch nochmal die Spielerei von Porsche, wenn wir mal zählen. Ne? Unsere seitlichen Flittchen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 11. Oh komm, ist doch Zufall. Nein, ach, Zufall ist hier nichts. Ne? Sicher? Ja. Das heißt, das ist gewollt. Ja klar, 911 ist die Pausentaste vom Kassettenrekorder, Ja. weil wir machen maximal eine Pause, aber niemals die Stopptaste. Ist das ein Alltagsauto? Kann ich damit im Winter fahren? Ja, ich lächle. Ich wusste jetzt, dass die Frage kommt. Ja, es gibt ja viele Sportwagen, da fährst du besser nicht im Winter. Nee, also mit dem Auto hier haben wir selbst schon alles erlebt, ob das Langstrecke war, jetzt losgefahren, runter an den Gardasee, wohin auch immer. Du kommst an, du kannst entspannt Abendessen, am nächsten Morgen geht's weiter, damit freust du dich schon auf die nächste Bergtour. Du kannst wirklich, und gerade mit dem 992, der so komfortabel und dennoch brutal sportlich ist, alles machen. Und das ist ja was die Mitbewerber teilweise nicht abdecken können. Die Sportlichkeit ja, die Einzigartigkeit ja, aber diesen Alltagsfaktor heute noch, was weiß ich, 1000 Kilometer mit dem Fahrzeug zu fahren, entspannt anzukommen, da wird es sehr, sehr dünne, wenn überhaupt noch jemand dann in dem Bereich drin ist als Mitbewerber. Ja, ich war ja gerade in Monte Carlo, das weißt du nicht, ich habe eine große Doku gedreht da, also wirklich da mit Spezialisten. Gehört, doch. Habe ich Monte Carlo untersucht ein bisschen, war da natürlich vom Casino, wo die auch eingeparkt werden, vielleicht hast du das mal gesehen, wie das geht, da kommt so ein Mann mit weißen Handschuhen und fährt ihn rein. Jetzt ist
ich sag mal, so ein Auto in Monte Carlo schon fast, ich sag mal, das siehst du so wie so ein VW Golf, ja. Da ist so Porsche 911 ist so Standardausstattung. Siehst natürlich auch viele kleine Autos, also auch ein Mini oder keine Ahnung was, also viele auch normale Autos. Aber der ist da relativ unauffällig, ja. Das ist ja das, was die Leute wollen. Das heißt, ein schickes Auto haben, also siehst natürlich auch Ferraris, Maseratis und keine Ahnung was, aber das hier ist so, ich denke mal, Ingenieurskunst, kommt aus Deutschland, das kannst du immer tragen, oder? Natürlich, das ist wie ein mega cooler Anzug, den du gerne anziehst. Ne? Also du freust dich jedes Mal, wenn du reinschlüpfst, das Ding sitzt perfekt. Nein, das meine ich gar nicht, aber du weißt, was ich sagen will. Das ist jetzt nicht so extrem überkandidelt, weißt du, wo du dann so da diesen ultra tiefer gelegten, wo du dann vielleicht Angst hast, in die Tiefgarage zu fahren. Kommen wir hier noch rein in die Tiefgarage? Ja klar, natürlich, ja. Also der ist jetzt nicht ultra tief und ultra, das ist Alltagsauto. Nein, das ist ein Alltagsauto. Ne? Okay, das ist wichtig. Geht der noch böser? Was kann ich denn hier machen, damit der noch, gibt es da irgendwie eine Biertheke hin? Nee, ja gut, da sind wir aber noch mal in anderen Modellen drin. Ne? Also es gibt ein Designpaket, ein Sportdesignpaket, wo dann hinten eine kleine, so eine kleine Flietsche draufkommt, ein kleiner Flügel. Ansonsten, was du jetzt meinst mit Biertheke, den filmen wir auch mal sehr, sehr gerne ab. Da sind wir dann im Bereich GT3 oder was jetzt demnächst auch mal in die Auslieferung kommt, GT3 RS. Ne? Ihr habt das beste, ich glaube, ihr habt das beste Jahr bei Porsche, im Porsche-Konzern aller Zeiten, macht Milliarden Gewinne. Das ganze Thema Porsche, ist das ein Mythos, der irgendwie krisensicher ist, habe ich so das Gefühl, weil ich sag mal, im Moment sind ja viele Themen, Lieferbarkeit und so weiter. Ist das so eine Geschichte, die alles überdauert so ein bisschen? Was heißt alles überdauert? Also wir haben halt eine brutale Geschichte in der Vergangenheit geschrieben, in der Zukunft jetzt gerade mit unserem Taycan, mit dem Elektro, wo die Geschichte weitergeschrieben wird. Und Läuft der gut, der Taycan? sehr gut. Also auch hier haben wir eine Lieferzeit drauf. Das Auto ist wahnsinnig toll auf dem Markt angekommen, weil viele jetzt bereit sind für Elektro und auch dann wiederum merken, es ist mitunter der beste Elektro, den es auf dem Markt der da zu fahren ist. Genau, das ist zum Beispiel jetzt der da. Aber wie du sagst, also das, es ist halt ein Mythos, der lebt. Es ist unsere Fans, unsere Freunde hier, die sagen, ich gehe den mit, ich nehme mir ein Stück davon. Ich habe auch gestern nochmal, und das ist ja, glaube ich, das Thema, ich habe gestern auch nochmal mit einem Kunde gesprochen, der seinen Panamera jetzt eintauschen möchte. Und gestern Morgen, wie er hier war, ist gerade die Sonne hier rausgekommen. Und da sagt er, Herr Theisen, wissen, was ich jetzt mache? Wenn ich jetzt heimkomme, dann setze ich mich erstmal in meine Elfer und fahre noch ein paar Runden. Und das ist, glaube ich, so das Thema, das ist das Coole, das macht unsere Fahrzeuge aus und das ist auch mit unter dem Mythos die Geschichte. Ja. So, beide sind gebraucht, beide älter wie ein halbes Jahr. Nur als kurzer Hinweis, also es handelt sich um Gebrauchtwagen. Trotzdem können wir ja mal gerade zeigen, da vorne stehen die technischen Daten. Wir haben sie mal ein bisschen weggeholt, damit das Auto lebt. Wir sind im Porsche-Zentrum Saarland. Du selbst bist hier geboren im Saarland? Ich bin gebürtiger Saarländer, jawohl. Wo bist du geboren? In Saarlouis. In Saarlouis. So, gebürtiger Saarlouier, Porsche 911 Targa 4 GTS, 10.000 Kilometer, Allradantrieb. Ist der permanent? Der ist aktiv bei diesem Fahrzeug. Okay. Das heißt, permanent, da muss ich nichts zuschalten. Nein, du musst nichts machen. Die größte Verteilung, also meistens fährt er mit 80-20. Je nachdem, wie er es braucht, schaltet er es halt um auf 50-50. Gibt es auch vorne im Display eine Einstellung, da kann man das immer ganz gut sehen, was kommt jetzt gerade von welcher Achse kommt die Traktion. Ne? Das ist natürlich blöd, weil ich habe Allrad, ich sehe gar nichts. Also der geht immer automatisch, aber wird nichts angezeigt. Hierbei kann ich es auf Wunsch sehen. Genau, da kannst du es sehen, wenn du es magst. Genau. Früher war das so, ich hatte ja mal ein Allrad Porsche, wenn es sehr, sehr nass war und du gibst auf nasser Straße Vollgas, dann kam es schon mal, dass der Vorne-Hinten-Verteilung nicht ganz so schnell war. Okay. Das ist mittlerweile wahrscheinlich anders, oder? Also die Verteilung, natürlich, der eine arbeitet mit Öl, der andere arbeitet mit Magneten, das geht natürlich teilweise schneller. Die Problematik oder was vielleicht früher das Thema war, mittlerweile sind die Programme, die Stabilitätssysteme, die dein Auto versuchen dann nochmal zu fangen, ist natürlich viel, viel weiterentwickelt. Es gab kein Problem, es war nur, ich habe einmal gemerkt aus der Stadtautobahn, da habe ich mal Kickdown, da hat er kurz gezuckt. Ja, gut, das wirst du aber bei nasser Fahrer nie verhindern können, ne? Das ist ja das Schöne. Nee, es war nur interessant, weil den Effekt hatte ich noch nie. Gut, der Wagen hatte nur 350 PS, der hier hat ja 500. Merkst du das, 500? Natürlich merkst du das, aber ich sag mal, wenn du jetzt mit einem, der aktuell, also los geht's hier mit 385 PS, das muss man mal sagen, das ist auch ein Sechszylindermotor. Sechszylindermotoren, die haben wir immer und natürlich...
Das macht nichts, der fährt gerade weg, ja. Natürlich merkst du die Mehrleistung, aber auch 385 PS ist... Das ist noch eine Frage, ist das der, den wir gerade eben hier gefilmt haben? Der wurde gerade bewegt, oder? Nee, einen haben wir rausgefahren. Der ist draußen. Der da? Okay. Es geht hier so schnell. Die sind alle approved. Approved bedeutet, es gibt eine Garantie, die da sind. Ihr habt viele Gebrauchte. Und die Gebrauchtwagenpreise, das ist hochinteressant. Also wenn mal einer mal sagt nach einem Jahr, ich will den gerne mal nochmal abgeben, ich hole mir einen anderen, du kriegst richtig viel Geld dafür, oder? Ja, genau. Also die Fahrzeuge sind sehr, 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 sehr wertstabil. Das muss man sagen. Und das, glaube ich, macht es auch für unsere Kunden und Fans so interessant, dass sie sagen, komm, wir gehen halt auf ein anderes Modell, wir gehen auf ein neues Modell, weil es viel, viel Geld zurückgibt. Ne? So, hier kommt jetzt unser Ruben, der macht ja auch noch dem nächsten Video mit dem Taycan. Genau, ne? Das ist unser reiner Elektro jetzt. Und ja, klar, der Gummi auf unseren Fliesen, gerade beim Lenken, der schurpst so ein bisschen. Ne? So, Ruben. Warte mal kurz, das ist jetzt ein, was ist das für einer? Das ist jetzt ein vollelektrischer Taycan Cross Turismo. Cross Turismo bedeutet Kombi. Kombi. Du hast gesagt, ich habe es nur wiederholt. Aber wir haben hier Kunststoffapplikation. Das Auto liegt generell 1 cm höher. Warte, soll mal kurz stoppen? Und Warte, ich brauch gerade noch einen Schuss gerade auf den Kraftstoffverbrauch, wo wir den mal gerade gezeigt haben, weil der ist jetzt wirklich neu, oder? der ist jetzt neu. So, das ist krachneu. Der hat A+++ für einen Porsche. A+++, jawohl. Und hier, Steuer 0 Euro, einwandfrei. So macht das Spaß, Porsche zu fahren. Ist das hier 0,5 eigentlich? Das ist 0,5, ganz genau. Ja. Also wenn man das als Geschäftswagen nutzt, kann man das 0,5% versteuern. Richtig. Und ja, los geht's. Komm, wir gehen mal rein zu dem anderen. Wie gesagt, Cross Turismo, ne? Wir gehen später mal noch drauf ein. Wir fahren vielleicht auch mal noch mal ein. Das hast du es gibt den Sport Turismo, auch Kombi, wie du es eben so schön gesagt hast. Der hat Ja, aber sorry, wenn ich das so sage, aber es ist ja auch so. es ist natürlich kein Kombi, es ist ein, wie nennt man das? Ja, Cross- oder Sporttourismo. Es ist ein Kombi. Okay, danke. So, und das ist jetzt ein Coupé, oder was ist das? Das ist das Coupé, das ist die Limousine. Ja? Limousine. Kein Coupé, um Gottes Willen, hat 4 Türen. Das ist die Limousine, ne? Genau. Das ist aber jetzt kein Panamera. Nein, Das ist ein Taycan. Ganz genau. Hinten dran, alternativ, steht unser Panamera. Das ist jetzt auch ein Approved, auch gebraucht, muss man sagen. Genau. Ja, viele gebraucht. Im Moment haben sich viele Leute viele neu gekauft, oder? Also es sind viele Werkswagen, wir haben viele, die umgestiegen sind auf einen Neuwagen. Werkswagen, was heißt das? Werkswagen bedeutet, das sind Autos, die anstatt von einem unserer Kunden, was ein Gebrauchtwagen wäre, von einem Mitarbeiter bei Porsche genutzt wurde. Und somit ist es ein Werkswagen. Also Porsche-Angehörige hat ein Auto genutzt, meistens 1,5 Jahre. Die Autos haben zwischen 8.000 und 20.000 Kilometer, je nachdem. Ich hatte so wer ihn einen, genutzt hat. der Vierer bei mir war ein Werkswagen. Ja, durchaus. Der war wie neu quasi. Absolut, absolut. Das ist ja diese Approved, dieses Versprechen, wo wir auch sagen, selbst ein Werkswagen, ein gebrauchter Porsche, soll wie ein neuer Porsche sein. Ja? Und das siehst du den Fahrzeugen ja auch hier bei uns an, das siehst du ja. Ne? Das ist ein neuer? Das ist jetzt ein neuer, genau, ein Panamera. 4S E-Hybrid. Früher gab es den nur als 4E-Hybrid. Das S ist jetzt zugekommen, das heißt, wir haben in dem Bereich einfach nochmal einen stärkeren Motor reinbekommen. Das ist auch 0,5 eigentlich? Es kommt auf die Ausstattung an. Also der 4S E-Hybrid schwierig in 0,5 reinzukriegen, weil es kommt immer auf den Ausstoß an. Was verbraucht das Auto am Ende? Wenn die Felgen schon etwas zu groß sind, fliegst du sofort raus. Dann 1%, oder? Genau, den 4E-Hybrid, den kriegen wir mit kleinen Felgen noch rein. Dann packt er das. Können wir mal kurz abfilmen. Natürlich A+++, wenn die Batterie geladen ist, muss man sagen, oder? Genau. Also 4S E-Hybrid. Der läuft auch gut, Panamera? Panamera läuft auch gut. Jetzt muss man natürlich sagen, der Taycan, unser rein Elektro, ja, da gehen jetzt schon mehr Leute drauf, ne? Weil das Auto, ich will jetzt nicht sagen innovativer ist, aber es ist halt viel moderner und dieses rein elektrische, dieses Katapultieren, wie du eben gesagt hast, so ein bisschen Europapark, der Taycan stellt ja schon von der Leistung her fast den 11er so ein bisschen in den Schatten. Ist das ein Problem, dass die Leute sagen, ich habe da noch mehr Druck, wenn ich Gas geben möchte? Es ist alles ein bisschen performanter, weil die Elektromotoren sind ja direkt da, oder? Die sind direkt da, haben 100% Leistung, ziehen die durch, ohne zu schalten, ne? Obwohl wir hier ein Getriebe drin haben, aber das merkst du nur relativ frühzeitig. Aber es ist ein wahnsinnig tolles Auto.
Sag mal, 11er als Elektro. Ich habe irgendwas gelesen. Man denkt nach, oder wie? Oder gibt es schon da Ansätze? Was heißt, man denkt nach? Wenn irgendwann der Tag kommt, wo nur noch Elektro zugelassen werden darf, wird auch Porsche bereit sein und diesen produzieren können. Aktuell steht das noch etwas hinten in unserer Geschichte der Zukunft, weil noch darf er so gebaut werden, noch dürfen Verbrenner zugelassen werden. Eventuell wird dieses Fahrzeug, weil das Getriebe ja schon hybridbereit ist, in der nächsten Generation mit Hybridantrieb kommen. Das sind aber alles Sachen, jetzt geht er auf, weil wir nah rankommen ans Echt? Auto. Ja, Automatisch. Die Keyless-Funktion, genau, kann man aber auch deaktivieren. Ja, aber wie gesagt, natürlich, irgendwann kommt er vielleicht als Elektro. Jetzt übrigens, wenn du es gerade ansprichst, was als Elektro kommt, das ist jetzt erstmal im Zweitürer unser 718. Das wird noch ein bisschen dauern, aber Boxster Cayman-Serie, die wird jetzt rein elektrisch bald in Produktion gehen. Herr Theisen, würden Sie mir mal bitte die Tür öffnen? Aber natürlich für Sie immer Herz. Danke, das ist so nett. Also auch hier kommt der Griff raus. Das war beim alten auch noch nicht so, oder? Mit dem Griff? Nee, das sind diese Werte jetzt im Windkanal, die er erzeugen muss. Und da hilft das natürlich unwahrscheinlich. Ne? Hat mit dem Taycan jetzt begonnen und geht jetzt hier weiter. Herr Theisen, steigen Sie doch mal ein auf der Machen wir. Fahrerseite. Dann können wir nämlich zeigen, die Sportsitze haben ein eingraviertes, oder wie soll man das sagen, ein geprägtes Logo hier drin. Genau, wir sind ja in der GTS-Serie, wird jetzt hier normalerweise stehen GTS. Dadurch, dass das Vollledersitze sind, haben wir unser Wappen da drauf. Sensationell. Das sind übrigens die Sitze mit 2x Isofix. Darf das Kind aber nicht zu groß sein und der Fahrer nicht zu lang. Aber man kann es wunderbar benutzen, um Gepäck zu transportieren. Voll digitales Display, komplett. Nein, wir haben hier Tradition und Innovation. Tradition haben wir in der Mitte, das ist unser analoger Drehzahlmesser, Innovation links und rechts davon. Ist das größte Display beim 11er? Ja, genau. Also ich frage mal so, weil wir haben schon so lange nicht mehr gedreht. Natürlich, nee, das ist unser größtes Display, was wir haben. In der Taycan-Serie hast du ja sogar ein Beifahrerdisplay. Hier ist auch ein Riesen-Update jetzt rausgekommen. Das werden wir in einem unserer nächsten Filme mal vorstellen. Da geht es nicht mehr wie jetzt hier schwarz-weiß, sondern mittlerweile gibt es hier bunte Buttons. Ein paar innovative Sachen sind noch dabei gekommen. Man kann das updaten dann, oder? Genau, du kannst es updaten. Das Auto wird im Nachgang natürlich immer noch, wenn jetzt was wäre oder so, wie jetzt unsere Kunden, werden dann eingeladen und kriegen das neueste Update drauf. Also das bedeutet permanenter Allradantrieb. Ich habe keine manuellen Sperren, das macht das Auto vollautomatisch. Richtig. Das heißt Schlupf, alles wird geprüft, geregelt, gemacht, getan. Genau, das macht er hier. Du siehst ja in dem Display die verschiedenen Möglichkeiten. Also wir sehen die Kräfte, G-Kräfte, woher kommen die. Das ist jetzt die Anzeige, wo ich eben gemeint habe. Allrad, Front oder Heck, von wo kommt das Ganze. Die G-Kräfte hatten wir schon. Reifendruck wird natürlich erst während der Fahrt gemessen. Hier haben wir noch eine Performance-Kurve, die ist ab dem GTS-System mal serienmäßig mit inkludiert, dass du siehst, was wäre der beste Bereich, wenn du mal manuell schalten möchtest oder halt jetzt unsere Sportprogramme. Du kannst das Auto irre sparsam fahren. Ich bin das glaubt mir kein Mensch. Jetzt pass auf, jetzt erzähle ich dir was. 350 PS, 7,4 Liter Durchschnittsverbrauch. Das ist, wenn du natürlich Gas gibst auf der Autobahn. Ich habe die Kiste mit 7,5 Liter gefahren. Ja, Das also geht wirklich. Also es klingt jetzt komisch, aber der 11er verbraucht, glaube ich, weniger wie ein Macan. Ne? Es liegt aber am Gewicht, es liegt an der Aerodynamik, die das Fahrzeug hat. Also wenn du im Alltag unterwegs bist, auch mal in Urlaub fährst mit dem Auto, gerade auf einer Langstreckenfahrt, glaube ich, ist es schon schwer, über 10 Liter zu kommen. Ne? Tankvolumen, was hat er? Tankvolumen gibt es bis zu 90 Liter, bei dem Allradler allerdings nicht. Da ist der Tank nicht wählbar. Da ist 90 Liter war schon fein, oder? Das heißt, man geht nicht so oft tanken. Der wird erstmal nicht leer. Ja. Wenn du dann 90 Liter mit 8 bis 9 Liter fährst, das ist schon enorm. Ne? Hat der Allrad Vorteile bei der Beschleunigung bestimmt, oder? Er fühlt sich mit Sicherheit sicherer an. Aber die Beschleunigungswerte sind gleich. Das heißt also vorne, wenn die Vorderräder noch ein bisschen mit beschleunigen, das merkst du nicht so, Das oder? geht durch das PDK-Getriebe mittlerweile
ist da nicht viel Unterschied. So, mittlerweile kann man ja auf Automatikautos sogar einen Schalterführerschein machen, wenn man ein paar Schaltstunden gemacht hat. Ja, Okay. geht ja nicht mehr anders, weil demnächst wird ja alles Automatik. Genau. Das war ja so eine Sache, es gab ja, oder gibt es glaube ich immer noch, du kannst den Elfer noch mit Schaltgetriebe haben. Genau, du kannst Schaltgetriebe wählen, wenn du willst. Machen das ja. viele? Nein. Also das ist ja auch, wo viele immer sagen, warum ist hier rechts und links alles dunkel. Das liegt eigentlich nur daran, weil in dem Bereich nachher auch unser Schalthebel liegt. Ne? Deswegen sind diese Sachen ja ausgespart. Aber das ist jetzt wirklich schwer zu sagen. Aber ich würde sagen, du kannst jetzt nicht sagen, unter 10 Autos, unter 100 Autos ist es vielleicht einer oder zwei, Okay. die Schaltgetriebe sind. So, also ein Riesen-Update hier. Dann Thema Gewährleistung, das ist ja ein Riesenthema. Du kannst lebenslange Garantie oder 15 Jahre? Lebenslange nicht, genau, hast du richtig erwähnt, also 15 Jahre oder 200.000 Kilometer. Das ist die Porsche Approved. Das ist die Garantie, die Porsche auf die Autos legen kann. Ist mit Kosten verbunden, je nachdem, was für ein Modell. Bei Macan liegt die um die 1.000 Euro, hier liegt sie, glaube ich, um die 13,50 für ein Jahr. Und inkludiert aber, ob dein Bildschirm nicht mehr funktioniert, ob ein Scheinwerfer kaputt geht, die Sitze fahren nicht mehr vor, zurück, am Motor, am Getriebe irgendwas. Also es ist, ich würde sagen, fast schon eine vollwertige Garantie, die das Auto abdeckt. Ne? Aber es gibt hier ziemlich coole Sachen, wie zum Beispiel also ich meine, wir sind im Elfer. Ja. Sitzlüftung im Elfer, da werden jetzt Puristen schreien und sagen, brauchen wir alles nicht. Aber hier, das ist richtig, macht Spaß. Ist der leiser wie das Cabrio während der Fahrt? Weil das Dach ist ja doch fest, oder? Ja, aber das kriegst du so nicht mit. Also ich würde nicht sagen, dass der leiser oder so ist. Nee. Hat er noch einen Klappenauspuff? eigentlich? Ja, natürlich. Hier ist die Taste. Sag mal, die da. Genau. Auch beim GTS ist die Sportabgasanlage serienmäßig dabei. Die dürfen ja auch schon laut sein, weil Leistung, was hat der für einen Hubraum, der hier? Knappe 3 Liter, 2,9 Liter. Die, Sechszylinder? Sechszylinder. Ja. Die Klappenanlage ist natürlich so, dass du sämtliche Werte einhältst, die vorgegeben sind. Aber er klingt wahnsinnig gut. Ne? Das werden wir gleich mal hören. Gerne. Sag mal, großes Thema ist ja, ich sag mal, Image, was jetzt irgendwie kommt, Porsche 911. Ich habe ja diese Fahrzeuge hauptsächlich gekauft, bin ja selten mitgefahren, aber wenn ich gefahren bin, Technik. Also Leute sind technikbegeistert, sagen, das ist eins der besten Automobile, die du kaufen kannst für Geld. Die bleiben auf der Straße, die sind fahrbar auch für Laien. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges richtig, Thema, das ist weil es gibt viele Autos, die Laien nicht fahren können. Also die wirklich so viel Power, so viel. Das hat aber Porsche sehr schnell, glaube ich, schon seit 20 Jahren mit PSM, glaube ich, Stabilitätsmanagement. Genau, die PSM-Dämpfer, die wir hier verarbeitet haben, generell wie der 911 auf der Straße liegt, das merken wir immer, wenn wir zum Beispiel diese Vergleichstests machen mit Porsche. Ja? Dann fährst du immer einen Mitbewerber, ein Porsche. Dann steht nochmal der Mitbewerber da, der Porsche. Das heißt, du bist ständig am Springen zwischen deinem Fabrikat und einem Mitbewerber. Und wenn man dann merkt, wie spät man zum Beispiel mit dem hier überhaupt bremsen kann, um in die Kurve einzufahren und wie früh du vorher mit dem Auto bremsen musstest, da merkst du halt die größten Unterschiede. Und das ist auch das, was viele Kunden sagen, die vielleicht mal, was ja legitim ist und auch mal sich für ein anderes Auto interessieren und den auch mal fahren und kaufen, die irgendwann noch mal kommen und sagen, Mensch, jetzt sind wir doch noch mal froh, wenn sie dann hier Platz nehmen und lächeln und sagen, jetzt sind wir doch noch mal froh, so dieses 100%ige zu haben. Ne? Also dieses Perfekte, weil er nicht nur geradeaus gut läuft, sondern auch, das kannst du auch bestätigen, in der Kurve kannst du auf dem Gas bleiben. Weil er Absolut. weil Also er es ist gerade der Allrad. Ja. Das war immer so, dass zum Beispiel meine Mutter wollte nicht mehr fahren mit mir danach. Die gesagt, ich fahre nie wieder mit dir, weil fahr mal Taycan mit dir. es haftet. Also es ist wirklich so, wenn du Landstraßen fährst, gerade in der Eifel gibt es ja so viele kleine Landstraßen, Ja. wo du da mal nur so 50 Meter hast, aber die nutzen kannst. Das ist ziemlich cool. Sag mal, Thema, ich sag mal, Werterhalt. Ich glaube, das ist das allumfassende Thema. Du hast kaum eine Marke, wo du, gerade beim 911er, wo du meistens mehr kriegst, als du bezahlt hast. Nicht immer, aber für bestimmte Modelle. Nicht immer. Also man muss dabei sagen, im Moment ist der Markt generell, ob das jetzt Porsche oder wie die anderen Automobilhersteller heißen, der ist einfach hoch, der Gebrauchtwagenmarkt. Das liegt generell an der allgemeinen Liefersituation, die jeder Hersteller hat. Das ist einfach mal so.
Bei Porsche natürlich jetzt auch nochmal ganz extrem. Da ist es jetzt mittlerweile so, da kriegst du teilweise mehr, als du bezahlt hast. Das ist so. In der Vergangenheit war es so, dass du einen nur sehr geringen Verlust mitbekommen hast. Im Moment, wie gesagt, profitiert man davon, dass man sogar ein bisschen mehr bezahlen kann. Ne? Ist so. Ihr kriegt relativ viele Werkswagen zugewiesen, also schon damals. Heute, ihr seid ein großes Porsche-Zentrum. Ich glaube, die größte Kategorie seid ihr, oder? Genau, es gibt 4 Kategorien von Porsche-Zentren. Wir gehören zu den größten hier in Deutschland von allen. Kategorie 4, genau. Ja. Ne, wir sind im Moment, glaube ich, bei 88 Zentren, die es hier in Deutschland gibt. Ja, also Werkswegen, ich sag mal, das ist immer so ein Thema von unserem Verkaufsleiter, der sich darum kümmert, dass diese Fahrzeuge immer dementsprechend kommen. Und also, die musst du halt einkaufen, da musst du flink sein, das ist er. Und ja, dadurch haben wir natürlich einen sehr, sehr hohen Bestand, aber man muss auch immer dabei sagen, der Kunde, der uns ein Fahrzeug oder der bei uns ein Fahrzeug kauft, gibt ja auch meistens eins zurück. Und das ist ja das, was schon wieder dann zum Verkauf steht für den nächsten. Ist oft so. Das ist die Senderliste? Ach, wie schön. Dass man das mal sehen kann. Guck mal hier, Saarfunk, ist unser Logo schon drin. Hast du gesehen? Und ganz vorne, ne? Ganz vorne, ja. Also, ja, ich habe das Logo noch nie gesehen. Ihr macht regelmäßig Software-Updates, weil das ist natürlich bei den meisten ist das nicht so, dass sie das machen. Das heißt, jedes Mal, wenn das Auto kommt, wird alles abgedatet bei euch, oder? Genau, also mittlerweile ist es so, wenn ein Fahrzeug zu uns kommt in den Service, da gibt es größere Updates, die machen wir hier mit dem Tester. Darüber wird der Kunde informiert, er muss nicht extra dafür vorbeikommen, weil es ja nichts Gravierendes ist. Jetzt zum Beispiel wäre es so, wenn er jetzt zu uns kommt und sieht das Ganze hier, dann würde er nochmal zu uns kommen zur Abholung und es würde wirklich anders aussehen. Ne? Aber meistens sind kleine technische Sachen, die verbessert werden. Wenn der Radarsensor vorne mal ein Update braucht, weil er halt nochmal neue Informationen benötigt, das machen wir alles so bei einem Werkstattaufenthalt mit. Und mittlerweile gibt es auch ganz viele kleine Updates, die zieht das Auto sich selber. Also, falls ihr das noch nicht kennt, ich muss mal ein bisschen... Hier, Kartenupdate wurde installiert. Genau, das ist jetzt, braucht man nicht vorlesen zu lassen, das ist jetzt kein so langer Satz, aber während der Fahrt könntest du sagen, was ist hier? Soll es ja nicht abgelenkt werden vom Straßenverkehr. Aber solche Sachen zieht er sich immer dauerhaft. Also, liebe Leute, warum zeige ich immer Saarfunk? Wir machen 2 neue Radioprogramme seit einem Jahr, Saarfunk 1 und Saarfunk 3, ohne Moderation im Moment noch, aber recht flippig, ein Oldie-Sender und ein Up-to-Date-Sender, also ein aktueller Sender. Und den kriegt ihr natürlich mit jedem Porsche. Wahrscheinlich nur mit Porsche, oder? Genau, den stellen wir hier einmal jeder Auslieferung. Nee, war Spaß. Nee, da läuft der SR1, SR3. Drive Mode, das ist eine Taste, die ist, glaube ich, ganz schick. Hier vorne sieht man die Modi schon mal. Genau, in dem Bereich hier sehen wir unser Display. Warte, ich mache mal gerade den Weitwinkel ein bisschen raus. Da kann man ein bisschen besser sehen, was man da sieht. Ja, jetzt. Perfekt, genau. Also da hast du halt die Möglichkeit, normal, in dem Modus starten wir immer. Es gibt den Wet Mode. Den Wet Mode, den hat Porsche jetzt beim 992 erstmals aufgelegt. Das heißt, das sind Akustiksensoren vorne im Radlauf. Wenn die merken, da ist extreme Nässe, die in den Radlauf reinkommt. Ach, das war doch beim Macan zuerst, oder? Nee, der 992. 992. Genau, wenn die merken, da kommt extreme Nässe rein, geben die dir einen Hinweis, dass du diesen Modus aktivieren sollst. Dann sind die Bremskraftverstärker und solche Sachen sind dann vorkonditioniert. Das heißt, der weiß, wenn es regnet? Der weiß, wenn es regnet, genau, das messen die Sensoren. Also da muss es schon ordentlich regnen. Also beim bisschen Regen ist diese Empfehlung noch nicht da. Dann gibt es einmal Sport Plus. Was passiert? Also die Motorelektronik, die wird schon so gestellt, dass er wirklich schärfer ist. Die Drehzahl wird erhöht, zieht die Gänge höher aus, schaltet viel später zurück. Was wir jetzt nicht sehen, oder wenn du mal hier filmst, solche Sachen zum Beispiel, Sportabgasanlage, kann man es erkennen, die wird dann dementsprechend rot. Wenn wir Sport Plus wählen, wird auch noch... Würden Sie mal bitte das Dach schließen? Wird auch noch der Dämpfer. Dann, dass wir das mal sehen. Dann haben wir es vielleicht besser. Ja, dann ist nämlich die Sonne weg und dann können wir auch mal zeigen, wie das aussieht. Sag mal, das ist doch eine Geschichte, wenn du neu hast, da machst du dauernd das Dach auf und zu, oder? Kannst du machen. Oh, ist das geil, oder? Alles geht automatisch. So. Ja, du brauchst nichts mehr zu machen. Das war's schon. Jetzt ist ein bisschen, jetzt sieht man das ne? auch besser. Also da sieht man es ganz gut. Der Sport oder wie gesagt auch rechts diese Dämpfer, diese Dämpferkontrolle, die werden dann dementsprechend aktiviert oder deaktiviert.
Und individuell hier vorne hast du auch noch, das kannst du dir dann so einstellen, wie du es magst. Okay. Hat der auch einen Ökomodus, dass er also nur mit 2 Zylindern fährt statt mit 6? Nein, nee, den haben wir nicht. Nee. So, er verbraucht wirklich wenig Sprit. Also die Leute für einen 6-Zylinder mit 3 Liter Hubraum, das ist wirklich sensationell. Wenn du den sparsam fahren willst und willst mal so, ich sag mal, mit 120 auf der Autobahn tuckern, ist man überrascht, oder? Dann ist er wirklich, dann bist du genau da, wo du auch eben gesagt hast. Ne? Dann gehst du unter 8 Liter. Ja. Es geht ja auch um Reichweite. Wenn einer sagt, ich habe jetzt keinen Bock, 7-mal zu tanken oder so. Man muss ja auch nicht immer schnell fahren. Also bei mir war es immer so, es hat große Freude gemacht, rechts zu fahren und alle überholen zu lassen. Es war so, weiß nicht, das war so eher so entspanntes Cruisen. Sag mal, wenn du hier mit nach München fährst, kommst du total gerädert an oder ist es angenehm? Nee, total tiefenentspannt eigentlich. Ne? Ja, es gibt ja Autos, da kommst du an, da wärst du froh, du hättest ein anderes Auto. Aber das hier ist, aber man muss sagen, du kriegst doch die Straße relativ gut mit. Also wenn du schnell fährst, erfolgt das am Anfang ein bisschen ungewohnt, oder? Also dass der so folgt. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, wir kennen es nicht anders, aber ich sag mal so, du hast ja noch Zugriff auf andere Fahrzeuge. Und ich glaube, auch gerade wenn du etwas schneller fährst und etwas schneller, sage ich mal, ist ja schon 150 aufwärts, fühlst du dich, glaube ich, wenn ich jetzt mal rückblicke auf andere Fahrzeuge, fühle ich mich mit dem hier am sichersten. Ne? Er ist sehr direkt, auch so ein Macan, da sitzt du halt höher, aber das sind alles so Sachen, hier sitzt du tief. Wie so ein Handschuh, der passt. Genau, perfekt. Ne? Die Sitze sind ja auch, merkst du ja schon, im Schulterbereich, du hast nochmal die Auflage, also wenn du hier schon drin sitzt, du kannst ja alles einstellen, ob das die Schenkelauflage ist, die vor-zurückfährt, auch hier immer wichtig, solche Sachen ohne irgendwie einen Knick, also das ist wirklich, fährt alles so mit, du kannst den Sitz im vorderen Bereich heben, also Elektrisch. im Endeffekt sitzt du hier total, ja, ich könnte gerade losfahren. Ne? Wir gehen raus. Denn ich muss weg, aber wir haben jetzt mal spontan gesagt, wir zeigen das mal. Was ich cool finde, das habe ich übrigens aus dem anderen Autos, aus dem Volkswagen-Konzern auch, bei dem ich jetzt nicht sagen darf, was ich fahre. Aber der hat das auch. Das finde ich so genial, oder? Lustig gemacht. Ne? Das gibt es auch im Golf mittlerweile, aber ich finde das einfach nur ein nettes Gimmick, Silhouette oder? hin, ja, ist cool, ja, das stimmt. Ja. Du bist? Also, ich bin Michael Theisen, Verkäufer hier im Porsche-Zentrum Saarland seit 2016. Und, Viele Leute rufen aus ganz Deutschland an wegen unserer Videos, die das gesehen haben. echt cool, ja. Das hat sich, also manche sagen schon, jetzt wie du eben gesagt hast, man hat uns lange nicht gesehen. Ja. Das ist dann was, wo ich denke, wenn die Leute anrufen und sagen, hey, wann kommt mal noch mal was von euch oder Jetzt so. kommt ganz viel. Ja, das ist cool. Ja, Wir haben einen neuen Drehtermin. Also da ist er ist gebraucht, wie die meisten anderen, die wir gezeigt haben. Den Rest haben wir eingeblendet. Porsche 911, Targa 4 GTS, der ist leider schon verkauft, aber es kommen immer wieder welche rein. Oder? Aber 100%. Ja, und ihr könnt ihn anrufen. Deine Rufnummer 0681? 988 1628. Unsere Hauptwahl ist die 0 oder die 60 und dann sind auch alle anderen da am besten auf Porsche Saarland schauen. Alle Kollegen stehen drauf mit Durchfall, Ganz E-Mail genau. und allem drum und Ganz dran. genau. Ich danke euch herzlich fürs Einschalten. Abonniert German Television und ja, da ist er. Ich würde ihn ja nehmen, wenn ich das Geld hätte. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Tschüss.